Heute starten wir direkt mit den Hausaufgaben. Welche Hausaufgaben es sind, bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, wir sind jetzt fertig mit dem A1-1-Kurs. Bevor wir zum A1-2-Kurs gehen, solltest du bitte alle Informationen, die wir im A1-1-Kurs gelernt haben, wiederholen oder nochmals lernen. Ganz wichtig, ohne A1-1 kein A1-2. Ganz wichtig. In diesem Video werde ich nochmal eine Zusammenfassung für dich machen und die wichtigsten Themen im A1-1 wiederholen. Also, wie immer, starten wir mit voller Konzentration an der Tafel. A1-1 Kurszusammenfassung. Herzlich willkommen an der Tafel. In diesem Video werden wir die wichtigsten Themen vom A1-1-Kurs kurz und schnell wiederholen. Also, wir warten nicht und starten. Im A1-1-Kurs hatten wir diese ganzen Themen schon gelernt. Also, wenn du im A1-2-Kurs schnell und gut weiterlernen möchtest, solltest du all diese Themen gut können. In diesem Video werden wir nur diese 4 Themen kurz wiederholen. Beginnen wir mit der Verbkonjugation. So, das waren die Themen, die wir im A1-1-Kurs gelernt haben. Es sind viele Informationen, ich weiß. Wir werden in diesem Video nur die wichtigsten Informationen kurz wiederholen. Starten wir mit der Verbkonjugation. Verbkonjugation. Hier hatten wir gelernt, dass wir einmal regelmäßige Verben konjugieren können und die unregelmäßige Verben. Falls du dieses Thema vergessen hast oder wiederholen möchtest, ist der Link für dieses Thema hier. Genau, wir starten erstmal mit den regelmäßigen Verben. Du siehst, hier habe ich meine Personalpronomen, also ich, du, er, sie, es. Und dann habe ich hier kommen und verstehen. Diese Beispielverben stehen im Infinitiv und dann hatte ich meine Regel. Und mit dieser Regel kann ich die regelmäßige Verbkonjugation machen. So, wie konjugiere ich zum Beispiel mein Verb kommen? Wir haben gelernt, dass wir einfach dieses en wegmachen. Also, machen wir das mal weg. Und dann schreiben wir ganz einfach komm, 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 komm. Genau. Nachdem wir das jetzt mal gemacht haben, müssen wir das noch korrekt schreiben. Also bei ich schreiben wir einfach ein E dazu. Schreiben wir ich komme. Bei du machen wir einfach ein ST dazu. Schreiben wir du kommst. Bei RCS schreiben wir ein T dazu. Also RCS kommt. Bei wir schreiben wir ein en, also wir kommen. Bei ihr schreiben wir ein t, also ihr kommt. Und bei sie schreiben wir ein en dazu, also sie kommen. Genau. Nach diesem Muster kannst du alle regelmäßige Verben mit dieser Regel konjugieren. Das gleiche kannst du jetzt auch für das Verb verstehen mal probieren. Also einfach en weg und diese Regel. Ja, probier's mal selber und du kannst es gerne auch unten in die Kommentare schreiben. Machen wir weiter mit unregelmäßigen Verben. Bei unregelmäßigen haben wir meistens immer einen Vokalwechsel. Und was bedeutet Vokalwechsel? Das bedeutet, dass mein A zu E wird. Mein E zu einem IE und mein E manchmal auch ein I wird. Wichtig bei Vokalwechsel,
Das machen wir nur bei du, er, sie, es. Und bei ich, wir, ihr, sie machen wir das in der Regel nicht. Also, machen wir erstmal Beispiele nur für diesen Teil, ja? Was mache ich? Ich mache einfach mein en weg und ich schreibe du fahr und er, sie, es fahr. Genau. Also, und dann mache ich du fahrst und er, sie, es fahrt. Genau. Ist das jetzt korrekt? Nein. Also vorsichtig. Bei du und er, sie, es brauche ich noch einen also A-Umlaut. Also heißt das korrekt, du fährst und er, sie, es fährt. Und dann ist es korrekt. Versuchen wir es mit Lesen und Treffen auch. Also, ich schreibe jetzt mal weg und hier muss ich schon das machen. Du liest. Er, sie, es liest. Genau, du siehst hier mein IE, also mein E ist zu einem IE geworden. Und dieses Prinzip machen wir auch beim Treffen. Dieses E ist jetzt wichtig und wenn ich das schreibe, du triffst und er, sie, es trifft. Du siehst hier mein I, also und mein E. Dieses E wurde zu einem I. Genau. So machen wir das bei unregelmäßigen Verben. Die Verbkonjugation musst du automatisch gut können. Eine Basisinformation, ja? Jetzt machen wir weiter mit der zweiten Basisinformation, Satzstruktur in Präsens. Bevor wir mit der Satzstruktur im Präsens starten, schauen wir uns die Zeitformen in der deutschen Grammatik an. Also, wir haben einmal Zukunft, also morgen, ja? Futur 1 und Futur 2. Hier haben wir diese zwei Zeitformen für morgen. Dann haben wir Präsens. Präsens können wir ganz einfach sagen heute, also Gegenwart. Und für gestern haben wir den Perfekt, Präteritum und Plusquamperfekt. Genau. Bis jetzt haben wir mit Präsens gearbeitet und die Satzstruktur im Präsens ist wichtig. Du könntest dann das gut lernen. Ich habe dazu auch ein Video im A11-Kurs dafür gemacht. Hier ist der Link dafür, ja? Schauen wir uns die Satzstruktur in Präsens an. Also, ich habe für dich hier eine Formel und mit dieser Formel können wir sehr gut die Sätze in Präsens bilden. Das ist eine Standardstruktur und an dieser Struktur können wir natürlich auch später ein paar Veränderungen vornehmen. Aber schauen wir uns mal die Struktur an. Position 1, PP, also Personalpronomen. Ich, du, er, sie, es und so weiter. Ganz wichtig ist Position 2. Mein Herz, also mein Verb steht an der Position 2. Dann die Position 3 ist meine Zeit, Position 4 mein Ort und Position 5 mein Objekt. Und wenn wir diese Formel anwenden, bekommen wir gute Sätze in Präsens. Machen wir mal weiter. Genau, hier habe ich jetzt einen falschen Satz oder ein Puzzle für dich und hier ist meine Formel. Versuchen wir diesen Satz mit dieser Formel richtig zu schreiben. Also Position 1, also PP, ist hier ich. Also schreibe ich ich. Position 2 ist mein Verb, ganz wichtig. Und hier ist essen mein Verb. Aber vorsichtig, ich muss dieses Verb konjugieren. Also ich esse. Genau. Dann haben wir Position 3, Zeit. Und hier ist meine Zeit. Also ich esse morgens. Position 4 ist mein Ort und hier in der Küche.
Ich esse morgens in der Küche und Position 5 ist hier ein Brötchen. Also schreiben wir ein Brötchen und Punkt. Du siehst, ich habe jetzt diesen Puzzle mit Hilfe dieser Formel korrekt geschrieben. Diese Formel kann dir viel helfen. Wir werden im Laufe unserer Kurse noch viele andere Formeln kennenlernen. Das Thema Artikel sollten wir natürlich nicht vergessen. Die komplette deutsche Grammatik basiert auf Artikeln. Deswegen zeige ich dir nochmal die wichtigsten Informationen. Machen wir weiter mit dem nächsten Thema, Artikel. Ganz wichtiges Thema. Ich habe jetzt Artikel in zwei gegliedert. Einmal bestimmte Artikel und unbestimmte Artikel. Wir haben noch andere Artikeltypen, aber diese zwei sind erstmal die grundlegendsten. Genau. Auch zu diesem Thema hatte ich ein Video im A11-Kurs. Den Link findest du hier. Gut. Was ist oder was sind diese Artikel, also bestimmte Artikel und unbestimmte Artikel? Was ist hier der Unterschied? Genau das schauen wir uns gleich an. So, du siehst, hier habe ich meine bestimmten Artikel, der Maskulin, die Feminin, das Neutral und die Plural. Bestimmt der ist unbestimmt ein oder kein. Die, eine oder keine, ganz wichtig. Das ist ein oder kein und die Plural haben wir ein X, also nichts und keine. Genau, das musst du einfach lernen. Aber vorsichtig, das ist alles nur im Nominativ. Was ist der Unterschied zwischen bestimmt und unbestimmt? Bestimmt bedeutet auch, ja, damit du das verstehst, konkret. Also, wir sagen der Mann, wenn das Objekt konkret ist. Ganz wichtig. Und wenn mein Objekt nicht konkret ist, sagen wir ein Mann. Also vielleicht dieser Mann oder dieser Mann oder dieser Mann. Deswegen benutzen wir dann hier ein Mann. Und das ist dann unbestimmt. Und Negation ist dann kein Mann. Das gleiche können wir auch mit allen anderen Artikeln machen. Also konkret, also bestimmt, die Frau. Genau. Und wenn wir eine nicht konkrete, eine unbestimmte Frau haben, dann benutzen wir eine Frau. Oder Negation, keine Frau. Diese Tabelle solltest du bitte gut lernen, denn hier ist das ganze Artikelsystem in der deutschen Grammatik drin und es ist das Herz des Systems. Ja? Also hier vielleicht einen Stopp machen und diese Tabelle gut lernen. Machen wir mit dem nächsten Thema trennbare Verben weiter. Auch hier habe ich im A11-Kurs ein Video gemacht. Den Link findest du hier. Falls du dieses Thema wiederholen möchtest, kannst du es unter diesem Link nochmal anschauen. So, jetzt wiederholen wir nochmal. Trennbare Verben, ganz wichtig. Wir haben unsere Infinitivform, zum Beispiel mitbringen, ankommen und aufstehen. Und bei trennbaren Verben ist es wichtig, dass ich meine Präfixe trenne. Also ich muss es trennen. Ich mache jetzt ein Beispiel mit diesem Verb mitbringen. Ich bringe meine Bücher mit. Genau. Du siehst, ich habe mein Verb im Infinitiv getrennt. Also zweite Position, ich bringe meine Bücher mit und mein Präfix steht am Ende. Und mein Verb ist aber mitbringen. Genau, ganz wichtig.
Und falls du dieses Thema vergessen hast, kannst du gerne nochmal dieses Video anschauen. Und weitere Beispiele machen wir gleich. Ich komme an oder ich stehe um 8 Uhr auf und so weiter. Trennbare Verben, auch sehr wichtig und einfach. Die brauchen wir im A1-2-Kurs auch sehr oft. Wir haben auch Verben, die nicht, also unter der Kategorie trennbare Verben sind, aber wir bilden sie wie trennbare Verben. Zum Beispiel spazieren gehen, einkaufen gehen, wandern gehen oder arbeiten gehen und so weiter. Diese Form ist dann Infinitiv und wir müssen sie dann auch trennen. Genau. Also schreiben wir mal. Ich gehe im Wald spazieren. Du siehst, gehe, zweite Position und spazieren ist am Ende. Genau. Also, vergisse das Thema trennbare Verben nicht. Ist auch sehr wichtig und wir haben sehr viele trennbare Verben in der deutschen Grammatik. Hier sind weitere Beispiele. Wir gehen mit den Kindern spazieren, also spazieren und dann Punkt. Mein Mann geht jeden Tag arbeiten. Mein Verb arbeiten gehen. Oder am Samstag gehe ich oft einkaufen. Einkaufen gehen. Genau. Da sind wir auch schon bei den Hausaufgaben. Du kannst wie immer hier einen Stopp machen und diese Hausaufgaben unten in die Kommentare schreiben. Genau, und falls du Fragen hast, kannst du sie ebenfalls schreiben. Ich beantworte sie dir gerne. Trennbare Verben, auch ein ganz wichtiges Thema. Ohne das können wir im A1-2 nicht weitermachen. Also, solltest bitte alle Informationen gut lernen. In diesem Video habe ich jetzt nur ein paar für dich kurz wiederholt. Der Akkusativ ist natürlich wichtig. Kein Nicht ist wichtig. Possessivartikel ist wichtig. Alles ist wichtig. Aber ich habe jetzt mal für dich eine kleine Wiederholung gemacht. Genau. Falls du ein Thema nicht gut verstanden haben solltest, dann kannst du auf meinem YouTube-Kanal in den Playlists nochmal das Thema finden und wiederholen. Genau, das war's auch schon. Ich hoffe, du wirst einen guten Start in den A1-2-Kurs haben und ich freue mich, dich dabei zu begleiten. Ich sage Danke und Tschüss. Tu es für dich und beginne noch heute damit, Deutsch zu lernen. Herzlich willkommen bei berufsdeutsch.de.